Willkommen zurück zum Projekt 3S. In der letzten Folge haben wir uns das absolute Herzstück der Anlage angeschaut, die 3S-Klemme. Mittlerweile rollt sie, kuppelt und funktioniert einwandfrei, so wie sie soll. Ohne die Station kommen wir dabei aber nicht weit. Deshalb kümmern wir uns heute um das Gebäude, in dem die ganze Magie überhaupt erst passiert. Hier muss die Klemme vom Seil getrennt, abgebremst, um die Kurve geführt, wieder beschleunigt und punktgenau ans Seil übergeben werden. Wie das genau funktioniert und warum das eine millimetergenaue Seilführung erfordert, zeige ich euch jetzt. Bleibt also dran. Bevor wir uns um bewegliche Teile kümmern, brauchen wir eine solide Basis. Meine alte Station war am Ende leider ziemlich wackelig. Deshalb setze ich diesmal auf Aluminiumprofile, sogenannte Alu-Extrusionen. Diese sind extrem verbindungssteif und haben einen riesigen Vorteil. Über diese speziellen Nutensteine kann ich jedes Bauteil an absolut jeder Stelle flexibel verschrauben und später stufenlos verschieben. Die genauen Maße für das Grundgerüst habe ich während der Prototyping-Phasen natürlich mehrfach angepasst. Die Grundform, die ihr hier seht, ist aber immer ungefähr gleich geblieben. Als Basis dient ein massives Holzbrett. Darauf kommen die ersten 3D gedruckten Füße, mit denen ich die Aluprofile am Brett befestige. Diese Hauptstützen sind aber nicht einfach gerade, sondern leicht schräg konstruiert. Durch diese Neigung erhoffe ich mir deutlich mehr Stabilität, um die Zugkräfte der gespannten Seile besser abzufangen. Am oberen Ende sitzen dann weitere Verbinder, die die waagerechten Aluprofile hinten und vorne tragen. Alle diese gedruckten Verbindungsstücke müssen extrem stabil sein, deshalb reicht es nicht, die Teile einfach nur mit mehr Infill zu drucken. Schon vorher muss ich im CAD genügend Versteifungen einplanen. Wie ihr hier seht, werden die Kräfte fast überall über dreieckige Verstrebungen abgeleitet, um das Material optimal zu stützen. Um das ganze Projekt übersichtlich zu halten, habe ich mich dabei bei den Schrauben standardisiert. Für das Grundgerüst und alle großen Teile verwende ich ausschließlich M5-Schrauben und Gewindestangen. Für kleinere Verbindungen und feine Mechanik an der Klemme nutze ich dafür M2. Das macht die Planung im CAD und den Zusammenbau später in der Realität tausendmal einfacher, weil ich eben nur mit diesen zwei Größen hantieren muss. Schienen. Auch hier habe ich aus den Fehlern der alten Bahn gelernt. Statt einzelner dünner Träger habe ich die Schiene dieses Mal als U-Träger konzipiert. Die Klemme läuft oben rechts und links in dafür vorgesehenen Aussparungen. Wichtig dabei, die Klemme wird nur einseitig geführt. Auf der anderen Seite ist das Profil nach innen offen, sodass die Klemme viel mehr Spielraum hat und sich nicht so schnell verkeilt. Das ist essentiell, weil aus dem 3D-Drucker eben nicht jede Klemme gleich sein wird. Ein bisschen Toleranz muss man einfach immer einplanen. Außerdem habe ich die Schienen natürlich wieder mehrfach gedruckt, getestet und verbessert, bis die Klemme perfekt auf ihnen gelaufen ist. Zusätzlich dazu unterteile ich die Fahrschiene auch konsequent in kürzere Einzelteile. Die kann ich dann nämlich separat voneinander in ihrer Position feinjustieren, damit der Abstand zu den Reifenförderern überall konstant gleich bleibt. Ein cooles Detail, das ich mir direkt vom echten Leitner-Vorbild abgeschaut habe: die Schienen in der Station sind nicht komplett waagerecht. In der Einfahrt gibt es eine leichte Steigung zum Abbremsen und bei der Ausfahrt ein leichtes Gefälle. So hilft die Schwerkraft beim Beschleunigen der Kabine, zumindest beim Original. Und wie im letzten Video erwähnt, ich will die Technik und das Aussehen so nah wie möglich an die echte Bahn anpassen. Kommen wir zum spannendsten Teil. Wie kommt das Zugseil in die Klemme und wieder heraus? Das passiert beim Beschleunigen kurz vor der Ausfahrt. Die Klemme fährt durch die Kuppelschienen, die sich trichterförmig verjüngen. Durch diese Form werden die langen Klemmhebel, die wir das letzte Mal gebaut haben, beim Vorbeifahren nach innen gedrückt. Die Klemme öffnet sich bei der Durchfahrt an dieser Stelle also vollautomatisch. Genau in diesem Moment wird dann das Zugseil von oben millimetergenau in die offene Klemme gelegt. Danach wird die Schiene wieder breiter, die Klemmhebel gehen in ihre Ursprungsposition zurück und verbeißen sich im Seil. So wird das Seil eingeklemmt und die Klemme ist final am Seil fixiert. Damit das Seil beim Kuppeln exakt an der richtigen Stelle ist, braucht es eine extrem komplexe Seilführung. Das Seil muss an der Kuppelstelle immer genau auf Höhe des Klemmkörpers sein. Danach muss es in der Station zuerst nach oben und dann nach innen weggeführt werden. Und das alles, ohne mit der Gondel oder der Klemme zu kollidieren. Dafür habe ich diese zwei Rollen in den Schienen vorgesehen, die das Seil durch die Fahrschienen hindurch in Richtung der Seilscheiben ablenken. Hier seht ihr den bisherigen Seilverlauf. Nach dem Kuppeln wird es langsam nach oben weggeführt und schließlich über diese beiden Rollen durch die Schienen zu den Seilscheiben abgelenkt. Um das Seil danach sauber umzulenken, verwende ich nicht nur eine einzige große Seilscheibe, sondern wie beim Original gleich 3. 2 kleinere Umlenkscheiben an den Seiten und eine große Hauptscheibe in der Mitte, über die das Seil später auch angetrieben wird. Dadurch liegt das Seil mit einem viel größeren Winkel auf der großen Scheibe auf, der sogenannte Umschlingungswinkel. Zum Vergleich, beim Aufbau mit nur einer Seilscheibe beträgt der Umschlingungswinkel, wie ihr hier seht, höchstens 180 Grad. Bei meinem Aufbau mit Seilscheiben sind bis zu 220 Grad möglich. Das sorgt für massiv mehr Grip und verhindert, dass das Seil später durchrutscht. Vor allem auch für die Abspannung wird dieser Aufbau interessant, aber dazu kommen wir im nächsten Video. Hier seht ihr nochmal die gesamte Seilführung von oben.
Das Grundgerüst der Station steht. Es ist ein wahnsinnig befriedigendes Gefühl zu sehen, wie die Klemme das erste Mal sauber über die Fahrschienen gleitet und der Kuppelmechanismus genauso auslöst, wie ich es im CAD geplant habe. Der Wechsel auf stabile Aluprofile und die präzise Seilführung haben sich jetzt schon ausgezahlt. Kein Vergleich zu dem Gewackel der alten Bahn. Aber im Moment ist das Ganze eher noch ein Standmodell. Ich muss die Klemme nämlich noch von Hand schieben. Damit sich die Gondeln später wie beim Original vollautomatisch und im richtigen Abstand durch die Station bewegen, brauchen wir Reifenförderer. Und zwar eine ganze Menge davon. Das wird mechanisch gesehen nochmal eine richtige Herausforderung. Denn diesmal verlasse ich mich nicht auf einfache Plastikachsen, sondern setze konsequent auf Kugellager. Wie ich diese Förderer konstruiere, wie der Antrieb der Seilscheiben aussieht und ob am Ende alles flüssig ineinander greift, das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert die Glocke. Für noch mehr Details und exklusive Behind-the-Scenes-Bilder vom 3D-Druck und den Fehlversuchen schaut mal bei Instagram vorbei. Link ist in der Beschreibung. Habt ihr noch Ideen zur Seilführung oder Verbesserungsvorschläge für das Grundgerüst? Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.